Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den Orangenflossenpanzerwels vor, der auch Goldflossen- oder Gelbflossenpanzerwels genannt wird. Er ist ein beliebter Aquariumfisch und ist in gut sortierten Aquariumgeschäften zu finden. Er gilt als ein für Anfänger geeigneter Fisch. Der wissenschaftliche Name für den Orangenflossenpanzerwels lautet Corydoras sterbai. Er gehört zur Gattung der Corydoras und zur Familie der Panzer- und Schwelenwelse. Man soll ihn leicht mit dem Pracht-Corydoras, also dem Corydoras harald-schulzi, verwechseln können, dessen Brustflossenspitzen allerdings nicht orange wie beim Orangenflossenpanzerwels sind, sondern gelb-orange. Außerdem soll der Pracht-Corydoras am Kopf dunkle Flecken und Linien auf hellem Untergrund aufweisen, während der Orangenflossenpanzerwels nur helle Flecken auf dunklem Untergrund hat. Beide Arten sollen im Oberlauf des Rio Guaporé vorkommen, wo er noch auf brasilianischem Gebiet verläuft. Später wird er dann zum Grenzfluss zwischen Brasilien und Bolivien, bevor er über den Rio Mamoré und den Rio Madeira in den Amazonas mündet. Die Grundfarbe des bis zu 7 cm großen Orangenflossenpanzerwelses ist hell bis dunkelbraun, während der Bauch an der Unterseite cremefarben, weiß oder gelblich sein kann. Der Körper weist unregelmäßige Linien und helle Flecken auf. Die Flossen sind fast durchsichtig, allerdings befinden sich auf Rücken, Anal, Schwanz und Fettflosse auch dunkle Linien. Der Orangenflossenpanzerwels hat seinen Namen vom ersten Strahl der Brustflosse, der leuchtend orange gefärbt ist. Um den Mund herum sind Barteln angeordnet. Die Weibchen sollen etwas größer werden als die Männchen und insgesamt etwas fülliger wirken. Bei guter Haltung sollen Orangenflossenpanzerwelse im Aquarium bis zu 7 Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist der Orangenflossenpanzerwels ein beliebter Aquariumfisch, da er als pflegeleicht, anpassungsfähig und bei den Wasserwerten als recht tolerant gilt. Außerdem fällt er durch seine Lebhaftigkeit und sein schönes Aussehen auf. Darüber, ob die im Handel angebotenen Tiere meistens Wildfänge oder Nachzuchten sind, konnte ich leider keine Informationen finden. Der Orangenflossenpanzerwels ist ein Haftlaicher und soll keine Brutpflege betreiben. Die Nachzucht soll im Aquarium relativ einfach sein und auch ohne große unterstützende Maßnahmen gelingen. Das Weibchen soll die Eier an Steine, Wurzeln oder an Pflanzen kleben, nachdem sie vom Männchen befruchtet wurden. Die Paarungsbereitschaft soll durch eine kurzfristige Senkung der Wassertemperatur mit anschließender Erhöhung auf Normaltemperatur und mehreren Wasserwechseln gefördert werden können. Wer sicher gehen will, dass die Eier nicht gefressen werden, sollte die Elternfische zur Paarung in ein schneckenfreies Zuchtbecken überführen und nach dem Ableichen wieder ins Gemeinschaftsbecken zurücksetzen. Da der Orangenflossenpanzerwels wie gesagt aus tropischem Klima kommt, mag er es gerne warm. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 23 und 28 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers kann laut den meisten Quellen zwischen 6 und 7,5 und der GH sollte zwischen 2 und 15 liegen. Der Orangenflossenpanzerwels bevorzugt klares, sauerstoffreiches Wasser. Orangenflossenpanzerwelse sind Gruppenfische und so sollten mindestens 5 Tiere zusammengehalten werden. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein 100-Liter-Becken mit 80 cm Kantenlänge angegeben, aber größer ist wie immer besser. Das Aquarium sollte aber nicht zu hoch sein und die Wasseroberfläche darf nicht vollständig zum Beispiel mit Pflanzen abgedeckt werden, denn der Orangenflossenpanzerwels ist Darmatmer und nimmt dafür ab und zu Luft aus der Atmosphäre auf. Im Becken kann es Bereiche mit etwas Strömung geben. Der Orangenflossenpanzerwels benötigt aber auch geschützte Bereiche und Verstecke, wo er sich ausruhen kann. Neben dichter bewachsenen Zonen braucht der Orangenflossenpanzerwels auch sehr viel freien Raum am Boden, den er mit seinen Barteln nach Futter absuchen kann. Damit er sich dabei nicht verletzt, sollte der Bodengrund weich und auf keinen Fall scharfkantig sein. Sehr feiner Sand soll ideal sein. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und die gleichen Temperaturen und Wasserwerte vertragen. Da sich der Orangenflossenpanzerwels meist am Boden aufhält, sollten die anderen Fische im Aquarium eher die Mitte oder den oberen Bereich bevorzugen. Der Orangenflossenpanzerwels selber gilt als friedlicher Fisch. Als Futter soll der Orangenflossenpanzerwels alles annehmen, was bei der Fütterung der anderen Fische zu Boden fällt. Das kann sowohl Trockenfutter als auch Frost- und Lebenfutter sein.
Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Sind die anderen Fische beim Fressen zu effektiv und bleibt für den Orangenflossenpanzerwels nicht genug übrig, kann man versuchen, die Defizite mit schnell sinkendem, feinerem Granulatfutter oder mit Welstabletten auszugleichen. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir eine Gruppe Orangenflossenpanzerwälse für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.